Moin Moin zu einem neuen Wunderland-Update und die letzten Tage waren mit die emotionalsten in einem verrückten Jahr 2021, denn wir haben Rio de Janeiro eröffnet und die Gäste können endlich über die Brücke laufen und das war einfach toll. Es war wunderschön. Endlich konnten wir die ersten Gäste sehen und spüren, wie sie auf Rio reagieren. Davon werden wir euch in diesem Update eine ganze Menge Bilder zeigen. Wir werden euch aber auch zeigen, dass es jetzt schon in Patagonien mit unserem neuen Bauabschnitt losgeht und ihr werdet sehen, wie Teresa den Bangalore Express gebaut hat. Starten tun wir aber mit Rio de Janeiro. 3, 2, 1, Woo! An dieser Stelle auch noch mal ein herzliches Dankeschön für die Unidos de Hamburgo. Die haben das so schön in Szene gesetzt. Das ist unsere Samba-Truppe hier in Hamburg und das war ganz toll bei der Eröffnung. Es waren über 100 Journalisten da. Es waren für uns ganz tolle Momente und es ist in die Welt gegangen, diese Bilder. Und das war natürlich auch ein Teil, dass da die Samba-Tänzerinnen dahinter waren und die Trommler und so. Es war großartig. Es ist aber auch wahnsinnig, wie toll Rio geworden ist. Man kann von überall schauen, man kann dahinter gehen. Da oben, man kann von der Jesusfigur, vom Corcovado, von hinten runterschauen. Hat den Blick dann komplett über die Copacabana bis zum Zuckerhut, geht an dem Zuckerhut da vorbei, kommt bei diesem wahnsinnigen Karneval an. Das ist wahrscheinlich der aufwendigste Miniaturkarneval der Welt. Auf einen Knopfdruck bewegt sich alles und endet dann hinten bei der Favela. Und da steht man demütig davor und sagt sich vielleicht, doch Mensch, wie glücklich kann man sein, in Europa geboren zu sein, dass das ein Privileg ist, auch wenn es manchmal hier schlecht ist und vielleicht sich nicht so gut anfühlt. Einmal gucken, wie es in der Favela aussieht, das ist so wahnsinnig rübergekommen, dieses Lebensgefühl, wie die sozusagen ihren Tag überstehen müssen. Und ja, diese ganzen Geschichten dazwischen, die Knopfdrücke, es ist ein Meisterwerk geworden. Und das hat auch ein ganz besonderer Gast so empfunden und er hat wunderbare Worte in die Kamera gesprochen. Immerhin kein geringerer als Peter Tschentscher, unser erster Hamburger Bürgermeister, aber hört am besten selbst. Es ist ein wichtiger Schritt, dass das Miniaturwunderland jetzt international wird. Das passt zu Hamburg und der Kontinent Südamerika ist wichtig für unsere Beziehungen in die Welt. Und dazu kommt, dass in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie es uns vielleicht gut tut, auch die Lebensfreude, die Energie, die positive Stimmung, die wir mit Rio de Janeiro und dem Karneval dort verbinden, dass wir dieses auch ein Stück weit hier nach Hamburg holen in diesen finsteren Zeiten, die hoffentlich bald vorbei sind, sodass wir dann das Miniaturwunderland auch genießen können mit vielen Gästen und so, wie wir dann die echte Welt auch kennen. Ich habe das Modell von Rio de Janeiro jetzt nur sehr kurz gesehen. Man braucht ja Stunden, um die Details zu erschließen, aber schon der Gesamteindruck zeigt, dass hier ein Stück des Lebens und des Lebensgefühls von Rio de Janeiro vermittelt worden ist. Sehr, sehr gekonnt und vor allem begeisternd für diejenigen, die im Miniaturwunderland fanatisch die Verkleinerung der echten Welt nachvollziehen. Was für schöne Worte von unserem Bürgermeister, das macht uns richtig glücklich und stolz, aber es ist aber auch toll geworden und das ist eigentlich so geworden, es ist ja ein Märchen, es hätte ja auch anders kommen können und viele von euch kennen die Geschichte schon, ich erzähle sie trotzdem nochmal. Es sind 4, 5 Jahre vergangen, damals war ich in New York eingeladen zu einer Eröffnung, ich sag mal einer Kopie vom Wunderland, ich bin da mit gemischten Gefühlen hingefahren, habe mir das so alles angeschaut, fand einiges gut, einiges schlecht und dann stand ich vor einem Südamerika-Abschnitt, da war ein Fehler drin, es war nicht ganz fertig, aber es hatte Leben und da entstand in mir die Idee, Mensch, wir bauen Südamerika zusammen. Und das ist wirklich so, als wenn man sagen kann, aus 2 Familien ist eine geworden. Familie Martinez ist ein Teil von uns. Wenn die hierher kommen, trotz Pandemie, dann ist das wie, als wenn man die Familie zu Weihnachten wieder sieht und so. Und deswegen ist für uns ganz klar, dass wir so weitergehen. Aber das Schönste ist überhaupt, sie empfinden das genauso wie wir. Casi diría que es indescriptible la emoción y la alegría que tenemos de estar acá. No hay cómo agradecerle a Freddy, a Gerrit, a Sebastián, lo que hicieron con nosotros y creo que están satisfechos por el trabajo que hicimos. Es imposible describir la alegría que tengo de estar acá hoy y todos estos días previo a la presentación de la maqueta. Fue realmente muy emocionante, muy increíble todo lo que está pasando. Para nosotros es muy importante haber terminado este trabajo
porque es el primero. Esto fue el primer paso, Río fue el primer paso, el desafío más grande porque era lo primero que hacíamos, pero ya estamos trabajando en Patagonia. Patagonia ya está en el taller nuestro en Buenos Aires y estamos ya empezando a coordinar el proyecto de lo que va a ser la parte central de la selva amazónica y nos queda el Caribe. Ganz besondere Worte hört man natürlich wahnsinnig gerne. Ist aber auch schon irre, was die letzten 20 Jahre passiert ist. Und das haben wir übrigens für euch mal ein bisschen zusammengefasst. Wir haben wirklich den aufwendigsten Adventskalender aller Zeiten gemacht. Findet ihr im Text unten eingeblendet. Müsst ihr unbedingt mal draufklicken. Jeden Tag eine besondere Geschichte aus 20 Jahren Wunderland. Was Verrücktes passiert ist, Weltrekorde, Gläserzucht, Dinge, die nicht geklappt haben, die irgendwie, wo viele von euch nicht wissen, was eigentlich dahinter steckte, dass es funktioniert hat. Ganz aufwendig gemachte Filme aus verschiedenen Blickwinkeln. Jeden Tag ein neuer. Also guckt euch mal den Adventskalender an. Und die nächsten 20 Jahre sind ja auch schon durchgeplant. Und als nächstes geht es mal weiter mit Patagonien. Und hier liegt der Plan. Patagonien bauen wir wieder mit Familie Martinez zusammen. Und je nachdem, wie Corona uns das erlaubt, hoffentlich auch mal wieder richtig zusammen. Stand jetzt fängt Familie Martinez gerade an, den Tisch alleine zu bauen in Pilar in Buenos Aires und ist schon dabei, die Antarktis vorzubereiten und so. Und wir würden so gerne das auch wieder mitmachen, wieder hinfliegen, dabei sein und so. Hoffen mal, dass es demnächst auch wieder möglich ist, denn Patagonien wird wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal das Glück hat, in Patagonien gewesen zu sein. Es hat so wahnsinnig verschiedene Gesichter. Es ist auch so der Einstiegspunkt, wenn man mal eine Antarktisreise machen möchte. Dann geht es unten in Ushuaia los und das haben wir natürlich auch gemacht. Ein Riesenteil Antarktis und da wollen wir mit echtem Wasser spielen, mit Eisbergen und so. Dann geht es weiter in die Küstenlandschaft. Eisenbahn war schon immer ein ganz wichtiges Thema als Transportmittel da unten. Und dann geht es weiter hier zum Perito Moreno Gletscher. Das ist dieser berühmte Gletscher, wo immer so große Stücke abbrechen, wenn man zumindest das Glück hat und gerade da steht. Als wir da standen, sind ein paar Sachen abgebrochen, aber man wartet natürlich auf den Riesenabbruch und das wollen wir irgendwo darstellen, bestenfalls mit echtem Wasser. Wissen noch nicht genau, wie wir das lösen, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Ja, und dann kommt hier schon der wesentliche grünere Teil von Patagonien, wo es dann Richtung Regenwald geht. Wir wissen nicht, wie lange wir brauchen, das hängt auch so ein bisschen davon ab, ob wir wieder zusammenbauen können oder getrennt bauen müssen, das alles wieder zusammenfügen müssen. Vielleicht Ende des Jahres 22 oder Anfang 23, also drückt uns mal die Daumen. Jetzt kommt zum Schluss noch ein Thema. Theresa hat nämlich Bangalore Express sich vorgenommen. Das ist so ein Highlight aus Vermächtnis des Wunderlandes 2, dem tollen Kinderbuch, was durch die Decke geht. Und da haben wir mal zugeschaut, wie der entstanden ist. Ja, mega, Theresa. Der ist so toll geworden. Sie kann das einfach, solche Züge bauen. Und das ist wirklich der schöne Moment. Der kommt demnächst auf die Anlage, wird über unsere Brücke fahren. Ich stehe dann daneben und freue mich, dass wir wieder einen ganz besonderen Zug haben. Und ja, wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, wir versenden alles, was heute bestellt wird. Morgen am Montag kommt dann noch rechtzeitig an. Schaut mal nach Vermächtnis des Wunderlandes 1 und 2. Diese beiden Teile. Es ist für Kinder so, ich sag mal, 8 bis 12 Jahre. Der Zug spielt im zweiten Teil eine große Rolle. Und die gehen durch die Decke. Die werden geliebt, die werden verschlungen, diese Bücher. Also, wenn ihr noch was braucht, geht mal drauf und schaut euch vor allem noch mal den Adventskalender an. Die Videos sind so toll und aufwendig geworden. Und da würde uns mal interessieren, welches findet ihr eigentlich am besten? So, das war's. Das letzte Update in diesem Jahr. Jetzt heißt es, ein gutes Fest zu wünschen. Feiert schön. Achtet natürlich ein bisschen darauf, dass euch nichts passiert, dass ihr gesund bleibt und dann am Ende kommt gut ins neue Jahr. Freut euch auf 2022. Es wird ein gutes Jahr. Ich bin dieses Jahr wirklich sicher. Das wird toll. Alles Gute.